Du bist immer auf der Suche nach den neuesten Düften, dann bist du hier genau richtig. Ich habe die Top-Neuzugänge im Mai heute mitgebracht. Das heißt, die Düfte, die neu bei Parfori eingegangen sind. Und denk dran, du kannst immer auf parfori.com nachschauen, welche Düfte das sein sollen. Kurzer Spoiler, wir haben auch neue Xerjoff-Düfte aufgenommen. Ich verlinke dir das Video, die habe ich heute nämlich nicht doppelt mitgebracht. Ich habe keinen von diesen Düften davor gerochen, insofern wird es so ein bisschen eine spontane Reaction. Ich bin total gespannt, wie diese Düfte riechen. Und damit du auch die Möglichkeit hast, einen von diesen Düften auszuprobieren, machen wir natürlich ein Gewinnspiel. Schreib mir gerne runter in die Kommentare, welche von diesen Düften du in einer 8 ml Größe ausprobieren möchtest und warum. Und der erste Duft, den ich dabei habe, ist der Silky Woods Elixir von Goldfield Banks. Der ist ja schon eine Weile jetzt neu rausgekommen. Ich habe ihn aber tatsächlich immer noch nicht gerochen und bin total gespannt. Wow, schon im ersten Riechen holzig, grünlich, rund, balsamisch schon fast so ein bisschen, würzig, harzig. Also es kommt am Anfang auf jeden Fall schon was Harziges mit raus. Das ist eine tolle Entwicklung. Aber was wirklich bleibt, ist dieses Holzige auf jeden Fall. Der hat am Start auf jeden Fall was erdig Grünes. Aber was ganz toll ist, ist, dass im Verlauf so was schön leicht Süßes mit reinkommt. Vielleicht die Vanille. Ein toller, toller Duft. Jetzt für die etwas wärmeren Jahreszeiten wäre er mir zu erdig, ein bisschen zu schwer. Ist aber natürlich dir überlassen. Schöner Duft, gerade für abends, wie ich finde. Also würde ich so zum Ausgehen tragen. Mit einer leicht maskulinen Tendenz für mich. Wenn du aber ein Mensch bist, der sagt, naja, ich mag es auch gar nicht, wenn es irgendwie so in eine feminine Richtung geht, dann könnte der trotzdem auch was für dich sein. Tolle Ergänzung auch zu dem normalen Silky Woods, wie ich finde. Bin einfach ein kleiner Fan von den Goldfield Banks Düften. Insofern Silky Woods Elixir könnte auf jeden Fall ein Duft sein, vielleicht eher, wenn der Herbst wiederkommt. Wir kommen zu einer ganz neuen Marke, die wir neu aufgenommen haben, und zwar die Marke Sentier. Da habe ich insgesamt 4 Düfte mit dabei und ich bin mega gespannt. Der erste Duft, den ich dabei habe, ist der Ran von Sentier. Geht in eine komplett andere Richtung als der Silky Woods Elixir, den wir gerade gerochen haben. Der hat einen schön aquatisch frischen Vibe am Anfang, wie ich finde. Der hat auch schöne Zitrusfrüchte im Start, Bergamotte, Mandarine, richtig schön saftig zu Beginn und von Anfang an so einen frischen Vibe, so ein kleines bisschen Duschgel-Charakter, wie ich finde, aber definitiv ein Duft, der gut unisex zu tragen ist. Ein sehr leicht zu tragender Duft. Der ist nicht mega aufgeregt, sondern das ist so ein verlässlicher Alltagsbegleiter, gerade auch an warmen Tagen. Also kann ich mir super vorstellen, im Frühling oder auch im Sommer. Wirklich, wirklich guter Alltagsduft. Also kann man auch ins Büro tragen. Da ist überhaupt gar keine Einschränkung, was die Anlässe angeht. Der nächste Duft von Sentier ist der Le Marais. Da bin ich gespannt. Der erste Duft ging ja in eine zitrisch-frische Richtung. Wir schauen mal, was der Marais so mit sich bringt. Ui. Also ich habe noch nicht gerochen, aber komplett andere Richtung. Irgendwas fruchtig, sehr Süßes. Oh ja, wow. Also sehr süß, sehr fruchtig. Himbeere in Kombination mit schwarzer Johannisbeere. Ich finde tatsächlich, die Himbeere riecht man hier zu Beginn wirklich extrem raus. Ist eine sehr süße Himbeere. Hat einen leicht synthetischen Touch, wie ich finde. Also das muss man auf jeden Fall mögen. Ich finde es schön. Aber es ist schon wirklich sehr, sehr süß, quietschig. Was dann sehr, sehr schön ist, für meine Nase ist es so ein bisschen frisch und hell mit eben weißen Blüten und einer Rose, die für mich jetzt aber nicht mega im Vordergrund steht. Dieser synthetische Touch, der bleibt aber auf jeden Fall im Verlauf. Ein Duft, den man gut im Frühling, Sommer oder auch im Herbst tragen kann. Der geht auf jeden Fall für mich jetzt persönlich in eine feminine Richtung, gerade weil es eben so fruchtig süß ist. Eher für die Frauen da draußen. Toller Duft. Ich könnte mir vorstellen, dass man den auch gut ins Büro tragen kann. Also es kann ein guter Alltagsduft sein. Ich finde von der Sillage her, so was ich rieche, ist im ersten Riechen eben intensiv und dann wird es aber schnell so ein bisschen gesetzter. Also es ist gutes Mittelfeld, sodass man den wahrnimmt, aber dass er dich nicht erschlägt. Das finde ich immer super angenehm, weil das macht einen Duft für mich dann oft auch einfach zu einem sehr, sehr guten Alltagsbegleiter. Next one von Sentier ist der Esteemed Musk. Oh wow, okay, geht auch in eine ganz andere Richtung. Sehr frischer Start. Auch hier zitrische Früchte, Bergamotte, Zitrone, Mandarine. Sehr schön, aber nicht so diese Duschgel-Vibes, wie es hier bei dem Ran war, den wir gerochen haben. Ja, war der Ran. Wir haben nämlich schnell was leicht, so ein bisschen Erdiges
leicht Aromatisches mit drin. Sehr, sehr schön. Ein bisschen undefinierbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat aber leicht grün-erdige Tendenzen für mich drin. Und dann in Kombination mit diesem frischen, mit diesem zitrischen, auch definitiv ein richtig, richtig cooler Alltagsduft. Würde ich auch sagen, dass der Unisex sehr gut zu tragen ist. Ja, ein bisschen erinnert es mich an so ein Zitronenbrausepulver. Aber ich finde es geil. Also ist nicht negativ gemeint. Sehr, sehr lecker für alle, die auf zitrische Düfte stehen. Könnte der Duft auf jeden Fall was sein, mit eben einer leicht erdigen Basis. Und zu guter Letzt haben wir von Sentier noch den Mont à Part. Okay, auch nochmal ganz anders. Was ist das denn? Das hat irgendwas leicht Pudriges für mich im ersten Riechen. Und trotzdem ist es frisch und fruchtig. Wir haben hier anscheinend grünen Apfel drin. Ich finde jetzt nicht, dass man den grünen Apfel 1:1 rausriecht. Wir haben aber auf jeden Fall was fruchtig, erfrischendes, saftiges am Anfang. Eben die Kombination wahrscheinlich aus dem Apfel und eben der Mandarine. Und dieses Pudrige, wie ich es beschrieben habe, ist, glaube ich, so dieses leicht würzige, leicht trockene aus einem Muskat. Total spannend. Und dann in Kombination mit Weißblütlern, die so eine leichte Süße mit reingeben. Richtig toll. Für mich jetzt kein überaus würziger Duft, aber ich finde schon, dass der Muskat so seinen Teil dazu beiträgt. Auch der Duft super unisex zu tragen. Frühling, Sommer, Herbst, Spitze. Und Sillage ist auch hier in dem Mittelfeld. Also ich würde jetzt mal sagen, die Düfte von Sentier allesamt, die schreien nicht, sondern die sind wirklich von der Intensität her in einem guten Mittelfeld. Und das Gleiche ist auch, was die Haltbarkeit angeht. Ich habe auch mal so im Büro rumgefragt. Also so einen halben Tag halten die wirklich gut. Dann müsste man schon nachsprühen. Es sind super Düfte, ich finde, die sind nicht sehr kompliziert zu tragen und haben eben, gerade wie bei dem letzten, so einen besonderen Twist nochmal mit drin. Sehr, sehr coole Alltagsbegleiter. Lass uns mal schauen, ob der nächste Duft auch ein Alltagsbegleiter ist. Und zwar ist es der Cashflower von Fugazi. Von Fugazi haben wir noch weitere Düfte im Sortiment. Ich verlinke dir gleich mal das Video dazu. Kannst du dich gerne mal inspirieren lassen. Jetzt mal schauen, was der Cashflower so kann. Irgendwas Blumiges wird da ja auf jeden Fall mit drin sein. Die Farbe von dem Juice finde ich auf jeden Fall richtig spannend mit diesem Pink. Mal schauen. Oh ja, schon im ersten Riechen blumig. Wir haben was Süßes auf jeden Fall mit drin, aber wir haben eine sehr runde Blume. Also es ist sehr abgerundet. Die Rose kommt definitiv durch, also ist vielleicht ein Duft für alle Rosenliebhaberinnen da draußen. Auch eine schöne rote Rose. Was dann reinkommt, aber wirklich sehr zart im Hintergrund, ist was Würziges aus einem Pfeffer. Ich finde, das nimmt man schon so ein bisschen wahr, aber der Duft ist alles andere als würzig. Der ist süß, der hat auf jeden Fall auch einen synthetischen Touch und ist aber trotzdem auch von der Sillage her in dem Mittelfeld. Also ist jetzt kein Duft, der zu sehr schreit. Das ist ja bei synthetischen Düften, die einen synthetischen Touch haben, kann es sehr schnell passieren, dass die sehr unangenehm oder sehr penetrant werden. Der nicht, aber man muss auf jeden Fall auf süße Rosendüfte stehen. Geht deswegen für mich auch auf jeden Fall in eine feminine Richtung. Ist ein Duft, den würde ich jetzt nicht an den heißesten Tagen tragen. Frühling, Herbst oder vielleicht in lauen Sommernächten, ja. Aber jetzt so zu richtig heißen Jahreszeiten wäre der mir zu süß und zu blumig. Im Verlauf wird der Duft so in einen leicht weißen Schleier gehüllt. Das heißt, diese Intensität von dieser süßen Rose nimmt so ein bisschen ab. Es kommen so weiße Nuancen mit rein, eben so ein Schleier drüber. Das heißt, der wird so ein bisschen abgedämpft und Sandelholz kommt mit rein. Also man riecht die Hölzer auf jeden Fall in der Basis. Mit Moschus und dem Kaschmir ist wirklich ein schöner, femininer, so ein bisschen verspielter Duft auf jeden Fall für mich. Die letzten 3 Düfte sind auch von einer neuen Marke, und zwar der Marke Costume National. Ich bin total gespannt. Der erste Duft, den ich dabei habe, muss ich selber mal gucken, heißt schon Scent Intense. Ich bin gespannt, ob es mich jetzt gleich von den Socken haut. Oh, wow, ich finde eher, ich dachte, da kommt jetzt was mich richtig anschreit. Der versorgt mich eher mit einer inneren Ausgeglichenheit und Ruhe. Wow, schöner Duft. Grüner Teeduft. Also wir haben auf jeden Fall was Grünes, was Teeges am Anfang in Kombination mit was Spritzigem aus einer Bergamotte und einer leichten Würzigkeit, die da auch mit reinkommt. Wow, Leute, also krass, sowas Schönes habe ich schon lange nicht mehr gerochen. Hat auch eine ganz tolle Herznote in der Kombination aus den 3 Blüten, vor allem auch Hibiskus. Das ist ein schöner, beruhigender Duft, der dich richtig, richtig schön einhüllt. Und Kardamom kommt ab einem bestimmten Punkt auch schön dazu. Wow, also cooler Duft. Komplexer Duft, da passiert was. Schön immer wieder mal dran zu riechen, was dann als Duftnote gerade rauskommt. Im Verlauf dann leicht erdige,
ein bisschen kantige Noten, obwohl es trotzdem ganz toll abgestimmt ist. Vielleicht durch Patchouli und eben Leder dann in Kombination bekommt es so ein bisschen was Herberes, Würzigeres mit rein. Cooler Duft, würde ich sagen. Wirklich richtig cool. Für mich auch ein Unisex-Duft. Also von Frauen und Männern perfekt gleichermaßen zu tragen. Von der Sillage her und von der Duftentwicklung her, da passiert am Anfang relativ viel und dann wird der Duft recht schnell ausgeglichen. Angenehmes Sillage, deswegen auch ein Duft, der perfekt in den Alltag passt. Mal schauen, was der nächste Duft so zu bieten hat. Und zwar heißt der schon Homme von Costume National. Mal schauen, ob das wirklich so ein klassischer Herrenduft ist oder was uns da erwartet. Wow, okay, krass, nochmal was komplett anderes. Würzig im ersten Riechen, Kardamom, was Spritziges, was leicht herb-bitteres, wahrscheinlich durch die Grapefruit und ganz, ganz schnell Zimt, Gewürznelken. Das ist ein sehr würziger Duft, wow. Kurzer, zitrischer Auftakt, die Zitrusnoten bleiben so ein bisschen erhalten, dann kommen wirklich die Gewürze durch und entführen dich in so eine komplett andere Welt. Er entwickelt eine leichte süße Harzigkeit. Für mich war er so ein bisschen cremig, wird dann trockener, bekommt eben was Holziges rein, obwohl die Süße trotzdem mit drin bleibt. Eher maskuline Tendenz, sehr, sehr, sehr cool. Erfrischende Kopfnote bleibt auf jeden Fall mit drin. Dieses leicht zitrische, leicht süßliche, fast schon ein bisschen fruchtig und dann eben die holzige Basis, die würzige Basis. Sehr cool. Da passiert was. Von der Sillage her oder Intensität her auf jeden Fall auch mehr präsent als das, was wir davor gerochen haben. Eher für die kälteren Jahreszeiten, Herbst, Winter, vielleicht noch Frühling. Für den Sommer wäre er mir jetzt zu holzig und ein bisschen zu schwer. Last One von Costume National ist der Paper Plane. Bin total gespannt, da muss doch irgendwas Helles, Luftiges kommen, oder? Krass, Weihrauch, schon im ersten Riechen. Heller Weihrauch, also nicht zu dunkel, frisch, würzig, mit grünen Nuancen, sehr, sehr heller Duft, obwohl wir eben den Weihrauch mit drin haben, aber es ist ein sehr heller Weihrauchduft für mich, der einen leicht synthetischen Touch hat. Also wir haben auf jeden Fall schon was Frisches mit drin, aber der Weihrauch ist natürlich schon herb. Was ganz schön ist, ist, dass wir am Anfang eben Pfeffer mit drin haben und das ist auf jeden Fall ein Duft, bei dem Salbei echt schön rauskommt. Das ist für mich so ein hellgrüner, eben Salbeigrüner, das heißt so ein bisschen abgeschwächtes, helles Grün. Das ist das, was der Duft für mich wiedergibt. Der ist so ein bisschen gedimmt und trotzdem frisch. Cooler Duft, tendenziell für mich auch eher ein eher männlicherer Duft. Da ist jetzt nicht wirklich was Feminines mit drin. Das ist für mich so ein neutraler Duft, der vielleicht eher eben in eine maskuline Richtung tendiert. Aber wenn du als Frau so Düfte magst, frag ihn natürlich. Also fühl dich dadurch nicht eingeschränkt. Dadurch, dass er nicht so schreit, ist es auch auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Alltagsduft. Kann man überall hin tragen und er hat eben für mich so einen leicht transparenten Vibe. Cooler Duft, sehr interessant. Ich finde, die Düfte von Costume National gehen wirklich allesamt in eine komplett unterschiedliche Richtung und ich finde, genau das macht es ja auch so spannend. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück beim Gewinnspiel. Ich freue mich aufs nächste Mal, freue mich aufs nächste Video und mach's gut. Ciao, ciao.